Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gear Time im Stonehenge. Heute geht es um diese wunderschöne Kiste, das ist der Rupert Neve Design 5211. Wir werden auch wieder ein bisschen drüber quatschen, wir haben ihn schon ausprobiert und werden unsere Eindrücke ein bisschen wiedergeben. Los geht's! Whitey! Timson! Es ist so, als wäre Rupert Neve allgegenwärtig hier. Der ist quasi bei uns im Studio eingezogen. Ne? Wollte ich gerade sagen. Wir haben schon wieder eine Kiste von ihm hier und zwar diesmal... Genau. Ne, Rupertchen, ne? Ja. So. Wir haben heute eine weitere Kiste von ihm hier, den 5211. Das ist ein Zweikanal-Mic-Preamp. Das ist so ein bisschen die Weiterentwicklung von dem allerersten Produkt, was Rupert Neve Designs rausgebracht hat vor einigen Jahren. Und zwar von dem 5012, das war auch ein Dual-Mic-Preamp. Aber der ist in allen Belangen, hätte ich fast, also ich weiß nicht, ob er wirklich in allen Belangen weiterentwickelt ist, aber so wird es geschrieben, weiterentwickelt und weitergedacht. Ja, ist ja gewissermaßen die DNA von Rupert Neve, ständig seine Sachen weiterzuentwickeln und sich nicht zu wiederholen. Genau. Das heißt, da steckt auch die Geschichte vom 1073, 1064, whatever, you name it, alles mit drin. Genau. So. Ist ein extrem gut klingender Mikropreamp. Und trotzdem ist er relativ vielseitig, obwohl es ja nur ein Mikrofonvorverstärker ist. Ja. Weil das ist ja genau das, was er eigentlich auch machen wollte. Er wollte eigentlich ein Werkzeug geben, ähnlich wie wir es ja schon hatten bei dem Portico 2. Genau. Erstmal einen sehr klaren, linearen Preamp zu bauen, aber der halt auch, wie es für Neve typisch ist, was Neve berühmt gemacht hat, ein bisschen Färbung mit reinzubringen. Ne? Das ein bisschen Übertragesättigung mit rein. Das läuft dann über den Silk-Bereich hier. Genau, richtig. An der Seite. Und, verrückterweise, das Ding hat die Shelford Ausgangsübertrager. Darüber funktioniert ja auch dieser Silk-Mode, der quasi in Übertragesättigung und sowas geht. Der die Gegenkopplung des Ausgangsübertragers runtersetzt, wodurch dann halt eine gewisse Übersteuerung mit harmonischen Obertönen zustande kommt. Das haben wir in den anderen beiden Videos zum Shelford-Channel und zum Portico 2-Channel auch schon erzählt. Ja. Ich will wir wollen das jetzt nicht noch ein drittes Mal genauso erzählen. Wer da interessiert ist, was genau dieser Silk-Mode macht, schaut euch eines der anderen beiden Videos auf jeden Fall an. Die verlinken wir auch hier. Und eine Sache hat mich überrascht. Das hat keinen Eingangsübertrager. Skandal! Rupert Neve, kein Übertrager, was soll das? Der hat doch hier den Übertrager sogar in der Hand. Ja, weil es ist die sogenannte TLA-Schaltung von ihm. Transformer-like Amplification. Oder Amplification, genau. Whatever. Das heißt, emuliert quasi einen Übertrager. Genau, also ich kenne das auch vom Neumann KM74, was auch quasi keinen Ausgangsübertrager hat, aber hat eine Spule im Ausgang sitzen. Die hat so ein bisschen das Signal auch so ein bisschen formt, weil hier so Übertrager, deshalb hält Rupert Neve die immer so hoch, auch die machen irgendwas, was wir mögen halt vom Klang her. Ne, die färben alle so ein bisschen, ne, bringen dadurch irgendwie eine gewisse analoge Wärme. Kann man so sagen, und das wird in der Schaltung hier quasi emuliert. Ne? Das heißt, das ist eine Schaltung, die klingt halt schon wie eine Übertragerschaltung, nur ohne, dass es halt die Artefakte mit sich bringt. Das heißt, ein Übertrager ist alles andere als frequenzlinear. Absolut. Ne? Und deshalb kann der auch so wunderbar linear klingen und kann aber auch durch den Ausgangsübertrager halt diese schöne Färbung mit sich bringen. Und jetzt verrate ich euch mal was. Bis ich dem Whitey erzählt habe, dass das Ding keinen Übertrager hat er das nicht gehört. Ist mir echt entgangen, ja. Tatsächlich, also das zeugt ja auch davon, dass die das echt gut hinbekommen haben, weil wir hören ganz viele solcher Kisten und wenn da keine Übertrager drin sind, dann hört man das normalerweise auch relativ schnell. Ja, da fehlt manchmal irgendwie so ein bisschen die Seele oder das klingt sehr steril, klinisch. Also ein Übertrager hat ja auch oft sowas von einem etwas leichten Kompressor. Ne? Das begrenzt das Signal. Durch die Trägheit des Magnetismus kommt da sowas ein bisschen wie so eine leichte Kompression zustande, die wir dann halt hier nicht haben. Deshalb ist wieder, wie eigentlich auch bei all den anderen Sachen, die wir getestet haben, hat eine Dynamik. Das ist eine Range, die ist Wahnsinn. Also wieder 72 dB oder sowas kann das Signal verstärkt werden auch. Also und ein Low-End hörst du da, das kennst du sonst kaum. Ne? Das ist halt das, was Rupert Neve auszeichnet. Ne? Definitiv. Und wie gesagt, das Ding klingt halt wirklich gut. Man hört nicht, dass kein Übertrager drin ist. Es ist super vielseitig einsetzbar. Und ich bin auch mega Fan von der Kiste. Ich weiß gar nicht, wie weit man da noch
Ja, also Vergleiche ziehen ist immer schwierig. Aber ich finde, der kostet jetzt ja auch nicht so die Welt. Also klar, ne, ist es im Gegensatz zum Chef oder zum Portico, da sind dann wiederum nochmal EQ und Kompressoren drin. Hier hast du nur die Preamps, aber in der Stereo-Variante. Aber es macht dir halt den Studioalltag einfach, weil du halt einfach Signale hast, die klingen schon quasi fertig. Ja. Du hast ja auch einen regelbaren Highpass-Filter da drin. Ne? Viel mehr brauchst du eigentlich nicht. Neben natürlich entsprechend guten Mikros. Gute Verkabelung kann man ja auch sagen, auch immer wichtig. Ne? Ja, absolut. Und dann macht das einfach Freude. Ja, muss nicht ewig lang rumschrauben, um das Signal irgendwie zu zerstören, sondern es klingt von vornherein super, linear und... Ja. Davon eine ganze Armada ins Rack und dann hat man eigentlich keine Sorgen mehr. Ne? Ja, schaffen wir ran, ne? Ich gebe mir Mühe. Okay. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Und schreibt uns doch gerne in die Kommentare, was haltet ihr von der Kiste? Und habt ihr davon schon Erfahrungen gemacht? Und was haltet ihr generell auch von so einen anderen Portico und Shelford Channel-Videos? Hierzu wird es noch ein weiteres Video auch geben, wo wir dann nochmal dediziert auf den Test eingehen, weil wir haben das unter anderem an verschiedenen Bässen, an verschiedenen Gesängen, an Akustikgitarre und so weiter und so fort. Das Video kommt auch noch, das werden wir dann auch hier verlinken. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.